Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ja, ich hatte gehofft, ich muss dieses Video nicht machen, aber tatsächlich muss ich das, denn Artikel 13 wurde angenommen. Inklusive Artikel 11, inklusive allem drumherum. Es gab keine Änderungen mehr. Alles ist so geblieben, wie es war. Und es war nicht mal wirklich knapp. Ihr seht es hier, 348 Stimmen dafür, 274 Stimmen dagegen und 36 haben sich enthalten. Es war knapper als so manch andere Entscheidung, aber trotzdem. Ja, man sieht offensichtlich, dass Artikel 13 schon relativ eindeutig angenommen wurde. Und kurz davor gab es noch eine Abstimmung, ob Änderungen zugelassen werden sollen, also ob vielleicht nochmal überdenkt werden sollte, was dieser Artikel 13 eigentlich für uns alle bedeutet. Die Abstimmung ist mit 5 Stimmen weniger leider nicht angenommen worden. Das heißt, es gab keine Änderung. Artikel 13 ist so angenommen worden, wie ihr das auch kennengelernt habt. Und das ist. Jetzt hör doch mal auf, das Video abzuspielen, Mann. Und das ist relativ gravierend, meiner Meinung nach. Ich will ganz kurz mal den Stand so veröffentlichen, wie er ist. Das ist quasi noch nicht wirklich lange her. Es ist tatsächlich einfach, heute war die Abstimmung. Ich dachte irgendwie, sie wäre übermorgen, aber leider heute. Okay, und es gibt Rohdaten, wer wofür gestimmt hat. Hier sind die, die dafür gestimmt haben. Hier sind die, die dagegen gestimmt haben. Und hier sind die, die sich enthalten haben. Allerdings noch nicht wirklich geordnet. Also hier vorne dran steht, welcher Fraktion sie beiwohnen. Allerdings sind es nicht die, die wir hier aus Deutschland kennen. Also irgendwie CDU, SPD oder sowas. Gibt es da nicht, sondern es gibt hier eben andere Kürzel oder sowas. Googelt danach, wenn ihr Bock drauf habt. Hier seht, aber wie gesagt, das sind nicht nur die deutschen Leute, das sind einfach alle, die quasi im Europaparlament hocken. Und ja, das wird wahrscheinlich noch geordnet werden, sodass wir auch sehen können, wer dafür und wer dagegen gewotet hat. Meine Quelle übrigens, Julia Reda, kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch. Dürfte auch kein Geheimnis mehr sein, dass sie offiziell dagegen ist. Piratenpartei und auch im Europaparlament. Ja. Okay. So, jetzt, was genau heißt das für uns? Für uns heißt das erstmal abwarten. Denn tatsächlich wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern, weil dieses Gesetz ist jetzt zwar beschlossen worden, aber es muss noch sehr, sehr lange erstmal quasi fertig geplant werden, dann umgesetzt werden und so weiter und so fort. Also das heißt, es wird erstmal noch nicht in Kraft treten. Das heißt, aktuell wird euer Internet jetzt nicht sterben, aber relativ bald wahrscheinlich. Es gibt offiziell, was ist denn mit diesem Video los? Es gibt offiziell eine Möglichkeit noch, wie man das Ganze stoppen kann. Dazu gibt es also wenn unsere Bundesregierung dem Rat die Zustimmung entzieht, dann kann das Gesetz nicht in Kraft treten. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das passiert, weil wir haben gesehen, was die CDU oder besser gesagt die ganzen Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, auf unsere Meinung eigentlich geben. Ich glaube nicht, dass das bei irgendeiner Bundesregierung was ändert. Sind wir mal ehrlich, ich meine, 200.000 Leute waren auf der Straße. Wir haben über 5 Millionen Unterschriften, was einfach unfassbar viel ist. Ich meine, Deutschland hat zwischen 82 und 85 Millionen Einwohner. Da sind 5 Millionen wirklich wahnsinnig viel. Gut, okay, die waren nicht nur aus Deutschland, die waren aus der ganzen EU, aber zum Vergleich, ne? Und wir haben keine Ahnung, wie viele tausende E-Mails an die Abgeordneten geschickt. Also ich glaube, da waren schon genug E-Mails dabei. Und sie geben offensichtlich einen Scheiß da drauf. Was für mich so ein bisschen bedeutet, okay, die Demokratie ist eigentlich keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Und jetzt hör mal auf, das Video abzuspielen, verdammt nochmal. Ist offiziell eigentlich keine Demokratie mehr, weil offensichtlich interessiert niemand mehr, was wir eigentlich sagen. Wir werden bezahlt, sagen sie dann, wenn wir auf eine Demo gehen. Mittlerweile haben sie zurückgerudert und haben gesagt, ja, nee, war gar nicht so gemeint. Ja, was ihr jetzt dagegen machen könnt, also ihr seid ja immer noch wahrscheinlich sauwütend, deswegen, immerhin wird so ziemlich jede Online-Plattform Konsequenzen erfahren, die ihr benutzt. Zumindest könnte sie das, je nachdem, wie das Gesetz dann umgesetzt wird. Aber ja, hier an der Seite sehen wir. Hör doch bitte auf. Hier an der Seite sehen wir die Trends tatsächlich für Deutschland. Ziemlich witzig eigentlich. Und zwar Artikel 13, logisch. Geht wählen ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Denn jetzt stehen die Europaparlament-Abstimmungen an. Demnächst. Also quasi. Wir können die Mitglieder fürs Europaparlament wählen. Überlegt da genau, wen ihr wählt. Bloß nicht CDU. Das wäre meine Bitte an euch, weil, ja, offensichtlich sind die nicht wirklich demokratisch. Das D steht für irgendwas anderes, weiß man noch nicht so genau. Aber ja,
Das wäre so das, was ihr tatsächlich dagegen machen könnt. Einfach wählen. Wenn ihr nicht selber wählen gehen dürft oder selbst wenn ihr es dürft, überzeugt eure Angehörigen, warum dieses Gesetz für euch wichtig ist. Ich habe meinem Großvater tatsächlich von diesem Gesetz erzählt und ihn aufgeklärt, was das eigentlich genau bedeutet. Und er hat es verstanden. Ich musste ein bisschen umschweifig werden, sozusagen nicht direkt erklären, worum es geht, weil er das nicht verstanden hat. Aber er hat am Ende verstanden, was das Gesetz eigentlich bedeutet. Und er fand es ziemlich bescheuert. Das heißt, ja, vielleicht könnt ihr das mit euren Großeltern, Eltern auch machen, ihnen erklären, warum dieses Gesetz für euch wichtig ist. Wie gesagt, ich habe viele Leute gesehen, die auf der Demo waren mit ihren Kindern. Und das fand ich auch cool. Ich habe sogar Frauen oder Mütter, besser gesagt, drüber reden hören, wie ihre Söhne sie überzeugt haben, dass dieses Gesetz eigentlich Schwachsinn ist und deswegen stehen sie jetzt da auf der Demo. Was ich wirklich, ja, cool fand und sehr, sehr interessant fand. Und das heißt, ihr habt tatsächlich auch die Möglichkeit, die Wahl zu beeinflussen, wenn ihr nicht wählen geht, indem ihr einfach nur Aufklärung leistet, was da eigentlich gerade passiert ist und warum das für euch scheiße ist. Und ja, ich habe heute keinen Filter und ich rede heute auch mit solchen Worten. Was wird das jetzt für die ganzen YouTube-Kanäle bedeuten? Viele von euch schieben jetzt wahrscheinlich Panik, müsst ihr nicht. Wie gesagt, erstmal bleiben die Videos auf jeden Fall noch online. Ich warte immer noch auf das Statement von YouTube, aber speziell was meinen Kanal angeht, ihr braucht da keine Panik haben. Meine Videos werden auf jeden Fall noch weiter verfügbar sein. Ich werde die jetzt nicht irgendwie alle aufgenommen haben, um sie dann zu löschen. Das mache ich einfach nicht. Das wär total Banane. Ich werde sie entweder auf einer eigenen Webseite veröffentlichen oder dann irgendwie in einen Hidden Service oder sowas erstellen. Also ihr werdet sie auf jeden Fall noch weiterhin sehen können. Falls ihr irgendwie Angst habt oder sowas, dann achtet einfach auf meine Webseite, weil die kann niemand irgendwie antatschen. Da werde ich dann irgendwas reinschreiben, hey, schau mal hier, da findest du ab sofort meinen Kanal oder sowas. Es kann halt nur sein, dass sich das einfach finanziell überhaupt nicht mehr lohnt jetzt für mich, weil ja, ohne YouTube habe ich halt keine Werbeeinnahmen. Das wird sich dann zeigen, was YouTube macht. Wie gesagt, ich warte immer noch auf das Statement von YouTube. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass YouTube irgendwie wirklich einen Schaden davon trägt. Ich glaube, das trifft eher die kleineren Plattformen, also irgendwelche Foren oder sowas. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass YouTube da einfach aus Trotz sozusagen Konsequenzen zieht, ähnlich wie Wikipedia. Die haben auch einfach gesagt, so, und wir schalten ab. Und wenn YouTube das macht für Europa, dann habe ich natürlich das Problem, ich muss von irgendwas leben. Ich kann quasi dann meine Miete nicht zahlen, ich kann mich nicht ernähren. Sprich, ich kann das Ganze nicht mehr wirklich irgendwie als Beruf ausüben. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal nebenher ausüben. Und dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Das heißt, ja, seid zu Recht sauer auf die ganzen Leute. Ich weiß nicht, wie andere YouTuber das handhaben. Da stehe ich gerade noch in Kontakt mit anderen, weil ich auch ein paar natürlich kenne. Und ja, mit denen werde ich da auch noch drüber reden. Hatte ich jetzt noch nicht Zeit dazu, weil ich direkt euch informieren wollte. Seid nur gewiss, ihr braucht die Videos jetzt nicht irgendwie panisch irgendwie speichern oder sowas, sondern die Videos, die ich schon aufgenommen habe, die werdet ihr auf jeden Fall zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist absolut kein Thema. Es geht halt nur um neue Videos dann. Und ja, das werden wir dann sehen, was da passiert. An die Leute, die jetzt von euch denken, Mensch, die hack ich zu Tode. Ich weiß, dass ein paar kleine Hacksors unter euch sind. Bitte bedenkt, dass ihr euch damit strafbar macht. Das heißt, ihr solltet das nicht machen. Hacken ist jetzt nicht gerade ein demokratisches Tool. Auch wenn unsere Regierung nicht demokratisch ist, heißt nicht, dass wir uns auf dieses Niveau herablassen sollten. Denn immerhin steht eure Freiheit auf dem Spiel. Ihr könnt dafür mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Das heißt, bitte, ich weiß, es ist verlockend, aber nicht einfach anfangen, wild rumzuhexern, ja? Sondern bleibt vernünftig, geht zur Wahl und demonstriert dort. Also quasi zeigt euren Unmut, indem ihr einfach die CDU aus dem Parlament raus habt und dann ist alles wieder gut, sozusagen. Aber nicht irgendwie einfach irgendwelche bösen Aktionen starten, okay? Ich will nicht, dass ihr euch irgendwie in Gefahr begebt. Das ist nicht gut und auch nicht Sinn der Sache. So, ich rede schon wieder viel zu lang und ich weiß nicht mal mehr, was ich euch noch sagen soll. Deswegen war es das jetzt von meiner Seite. Ich werde euch natürlich auf Twitter vor allem auf dem Laufenden halten, weil ich dort einfach irgendwelche Textposts abschicken kann. Aber ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein Update-Video machen. Je nachdem eben, was dann dabei rauskommt. Also, falls ihr irgendwie Interesse habt oder sowas, ja, haut da rein. Und viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt macht. Viel Spaß beim Schmollen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.